Arisola. Wir werden eerst sehen, Nummer 118 in Glaubenslieder. Nummer 118. Jetzt in seliger Andachtszeit jedes Herzchen sich beugt und zu Jesu, dem Freunde der Seelen, sich neigt. Wenn wir gläubig zu ihm nahen, ist sein Segen nicht weit. O du Balsam der Müden, o du Ruhestatt im Streit, selge Andachtzeit, selge Andachtzeit, o du Balsam der Müden, o du Ruhestatt im Streit. Jetzt in selger Andachtzeit, Herden seinen sich naht, bringt den traurigen Trost, den bekümmerten Rat. Selig wer den Frieden kennt, den der Herr hier uns beut. O du Balsam der Müden, o du Ruhestatt im Streit, selge Andachtzeit, selge Andachtzeit, o du Balsam der Müden, o du Ruhestatt im Streit. Jetzt in selger Andachtzeit schweigt der strömende Strom und das Schifflein im Hafen des Friedens läuft ein. Ist der Herr uns fühlbar nah, dann vergeht Gram und Leid. O du Balsam der Müden, o du Ruhestatt im Streit, selge Andachtzeit, selge Andachtzeit, o du Balsam der Müden, o du Ruhestatt im Streit. Jetzt in selger Andachtzeit steiget brünstig das Lied, wenn das Feuer des Geistes die Herzen durchglüht, was die Seele gläubig fleht, hier der Herr ihr verleiht. O du Balsam der Müden, o du Ruhestatt im Streit, selge Andachtzeit, selge Andachtzeit, o du Balsam der Müden, o du Ruhestatt im Streit. Nummer 153. Heiliger Geist, du Trost und Rat auf des Christen Lebenspfad, führ auch uns an deiner Hand durch dies öde Wüstenland. Sind wir matt, so richt uns auf, stärk uns in den Glauben.
Sturmwind gleich daher, willst den Herzen bang und schwer, ruf auch mir den Pilger zu, ich für dich zur ewigen Ruhe. Kommt das Ende dann heran, schau wir hin nach Kanaan. Lasst uns in des Himmels Höhen unsere Namen gläubig sehen. Führ uns durch das Todesflut, hilf durch Christi teures Blut. Ruf auch mir den Pilger zu, ich für dich zur ewigen Ruhe. De nächste Nummer 321, ich glaube, der Baum. Dreihunderteintausend. Bin frohen Jesu und rufe es laut, mir würde Lösung zuteil. Ans Lied. Ach, een klein bereikelijk krijg je een aardig door on die verder anders. Bin frohen Jesu und rufe es laut, mir würde Lösung zuteil. Einst leblichen Sünde mein Herz war verderbt, doch mir war dein völliges Heil. Ich singe, weil mich befreit, weil Jesus mein Herz erneut. Halleluja, wie herrlich der nun billig sein und rühme erst Vater ist mein. Erfüllt mit dem geistige waschenden Blut, geheiligt völlig und rein. Die Herrlichkeit Gottes erhellt meinen Pfad, seit Jesus ins Herz zog ein. Ich singe, weil mich befreit, weil Jesus mein Herz erneut. Halleluja, wie herrlich der nur billig sein
erste Nummer 2. Nummer 2. Öffnet weit die Lobestore, singt frohlockend alle Zeit, rühmet Gottes Liebestaten, hier und dort in Ewigkeit, preist den Herrn im Heiligtum, preist den Herrn, Gebet und Lied, preist den Tag und Nacht und ehret in den Herrn für seine Güte. Wenn das Herz des vollen Wonne freudig wird, das Magengrund, welch ein Trost für die Bedrängten in der Not und Trübsalstund, preist den Herrn im Heiligtum, preist den Herrn, Gebet und Lied, preist den Tag und Nacht und ehret den Herrn für seine Güte. Preiset Gott, wenn's Herz beschweret, für sein Volk am Abwehr. Gläubig bringet ihr die Sorge, wenn wir beten, treuen Herrn. Preist den Herrn im Heiligtum, preist den Herrn, Gebet und Lied, preist den Tag und Nacht und ehret den Herrn für seine Güte. Wenn noch dunkle Wolken ziehen und es Volk der Hölle schaut, jauchzt und singet Halleluja, uns der Sieg bleibt immer da. Preist den Herrn im Heiligtum, preist den Herrn, Gebet und Lied, preist den Tag und Nacht und ehret den Herrn für seine Güte. Preist den Herrn für seine Liebe, preist ihn, weil er Oden gibt, preist ihn nach der reinsten Himmel, preist den Herrn, der uns geliebt, preist den Herrn im Heiligtum, preist den Herrn, Gebet und Lied, preist den Tag und Nacht und ehret den Herrn für seine Güte. Goedemorgen, lieve Geschwister. Ik freue mich, jullie alle hier zu sein. Das ist eine lange Zeit, so, was wir uns nicht haben können hier an der Church, ist das, war treffen. Das ist ein Denk, was wir alle nicht belebt haben, sonst wir Luther ein paar Monate gehört haben, dass wir uns nicht treffen können, so ist das. So alle willkommen hier zu sein. Ich freue mich von jedem einen, wer du hier ist. Wir haben auch Wort Jeist. Willkommen hier zu sein.
So uns wird Frieden gegeben, wir können uns versammeln, aber wir sollen nicht alle weiter dicht setzen, das war ja dein. So wird wir uns einig, wir würden das nicht tun, dass wir Liedwies oder Familiewies alle top sorten, dann ging dort nach dem Espacio zwischen der Hand. So, und wir wissen nicht, wie viel Riemen das kriegt, wird Brocken sagt, früher ist ja deiner Liedwings würden hier oben sitzen. Und ich brauchte nicht so viel Zeit, ich gebe Frieden, wenn ihr wollen, die kann ich auch weiter ein Gondol sagen, dass das vielleicht mal wird, wenn wir den Redner von fern anzeigen. Wenn ihr nicht wollen, die dürfen noch nicht. Wir hatten ein paar Verse zu lesen in Römer, das erste Kapitel davon, Vers 8 wieder. Da schreibt Paulus hier in der Römer, und ich stimme hier mit. Er sagt, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil man von eurem Glauben in der ganzen Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes diene, dass ich ohne Unterlass an euch denke und immer in meinen Gebeten flehe, dass es sich einmal durch Gottes Willen ergibt, zu euch zu kommen. Denn ich wünsche mir sehr, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gabe weiterzugeben, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben, ermutigt werde. Ich will euch aber nicht in Unkenntnis darüber lassen, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, um auch unter euch einige Frucht zu schaffen, wie unter den anderen Nationen, aber bisher daran gehindert wurde. So, Paulus schreibt dort hier von Verlangen dort mit Ehrentop zu sein, aber das einmal war verhindert worden, hielt sich so, dass nicht aufkönnt. Und dort wir wird uns auch worden. Ich sage, uns wird verhindert, dort wir uns nicht versammeln können, so steht. Wir haben uns in kleinere Gruppen getroffen, aber nicht Gemeinschaft gehabt, so steht. So, und ich kann aufrichtig sein, dass ich mir von Horten gebankt, nur das Zeit, war es nicht taub zu sein. Das fällt sich nicht tüßig, nicht okay, tüßsaten in der Botschaft anhorchen. Ich glaube, wir sind alle dankbar, wir haben, alle könnt jeder Sinn nach der Weg in der Botschaft horchen, oder vielleicht auch sein. Aber das ist ganz das, was tüßsaten in der Botschaft hören über Radio, oder du sitzt vielleicht über ein Screen, als wenn du in der Kirche bist. Das sind Menschen, die haben Gemeinschaft. Das ist ganz das was. So, ich freue mich, dass wir bei Kansas City top sind. Vielleicht haben wir das nächste Ding war das anders haben, dass wir das alle gewandt sind. Aber ich freue mich, dass wir das nicht als Stadt können haben, dass wir da in der Kirche sind, dass wir da in Gemeinschaft top haben. Und dass wir da in der Gottesdienst in der Kirche alle top haben. Und ich glaube, jeder einer freut sich total, dass wir das da dürfen. Und ich denke, wir haben mit uns nennen gelassen, oder uns erst das alle, glaube ich, so gewusst, dass vielleicht haben wir das nicht sehr nicht geschätzt, so angesteht ist, was so wie einmal Hand können top sein. Keiner hat uns jemals gesteht, keiner hat uns jemals gesagt, wir sollen nicht Gottesdienst haben oder ins Wort. Das ist uns nur euch aufgesagt, dass wir das nicht können. Aber wir können nicht alle top an den Tag haben, dass wir das gewarnt werden. So, das ist ganz das Wort. Ich will noch das Gemeindeblatt übergehen. Wir haben einen Vers für diesen Weg, Psalm 119, 2, der sagt, wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Sowohl der wird Jesus seine Zeugnisse abbewahren und von ganzen Herzen segnen. Bekanntmerkungen zu Pinjstdach, zu Glock 8, es war ungerecht. Madwerk Volleyball, Nightlunch von Anna und Tina. Madwerk fängt Imanschule an in Scheinfeld, District. So, ich wünsche eine gesehene Zeit, wir haben von hier durchhandelt. Donnerstag, zu Glock 8, es war unsere Erbauungsstund, alle willkommen dort zu sein.
Dan zijn hier de Schulen van de Almosen en Prozentgeld van Pinjstdach. In gebedsanliegen voor de Jugend wordt het ongerecht kjemt. De namen zijn hier Rosie Abrams, Melissa Klassen, Wesley Wiebe en Corny Dick. Zo Corny Dick is dan wat al eigen toft is, maar hij neemt ook deel aan. En dan hebben ik würde gleich hinterfragen, dass die würden beten für diese Jugend, dass sie ihre Entscheidung können ganz von Horten klar haben und dass sie von Horten würden dem Herrn dein mit uns als ganze Gemeinde top. Dann habe ich geplant, Erbauungsstunde zu haben, für den 4. Juni. Solche sind Personen, die ihre Namen zu werden fingen für die Abgabe. Ich wünsche Freudigkeit, der Abgabe auszufällen. Und dann für nächste Sonntag habe ich hier erwartet einen Gastredner, Prediger Cornelius von Gnadenburg District. So, wir wollen noch in Gebet haben, für wir wieder gehen. Bruder Knalls, würde ich herkommen dazu? Ich freue die Versammlung noch abstehen für Gebet, wird passend ist. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dieser Morgenstunde. Wir sagen dir Dank für diese Gelegenheit, für das neue Tag, für das frische Morgen. Was du uns gibst, dass wir dürfen von ihnen, wir uns treffen, als ganze Gemeinde hier in der Kirche, was wir eine Zeit lang nicht haben dürfen. Und Herr, wir sagen dir Dank dafür, dass wir eine Gelegenheit haben dafür und wir preisen und loben dich für das, was du getan hast. Wir haben dafür dürfen. Dein Wort hier in der ganzen Zeit, nichts, was wir gewandt werden. Aber wir sagen Dank für dein Wort und dass du wen gewirkt hast. So bete ich auch von dir morgens, wenn wir top sind. Ich bete für Bruder Knalls, möchtest du mit deinem Geist anleiten und gib zu reden, was uns als ganze Gemeinde können segnen sein und was uns ein Help ist, durch uns wieder leben. Wir beten von jedem einen, wer du hier ist, dass du möchtest mit Mut und Kraft anfallen. En ook besonders een opmerkzaamheid hart, dien woord in Empfang te nemen. In naam Jesu. Amen. Amen. Daar wie een tool zijn. Ja, Marius, ik wens je Gott zijn rijke zegen van ons Marius. Ja, als es gesagt wordt, wir sind stütze hier nächstes der Top gekommen aus Gemeinde. Wir sind, uns wird aufgesagt. Und was uns aufgesagt wird, dann gibt uns dort eine interessante Gefühl, dass wir nicht können. Und wir wissen nicht, wie lange es wird sein. Und ja, uns dort eine interessante Gefühl, dass wir hier sind. Mir wie ein Steuer. Ich weiß nicht, wie jünt das geht, aber irgendwo gibt mir das eine gratere Abgabe hier von der Botschaft zu haben, als es was hier hat. Aber ich vertraue Gott, was lernen und Gott wird mit seinem Geist dabei sein. Ja, ich habe mich von der Thema gewählt, jetzt an Pinjstdach. Und was ist Pinjstdach bei dir? Wo wir in 4 des Tag, oder wo wir in Habe des Tags ist das, finden wir in einer Bibel, oder haben wir uns den bloß dann angepasst, oder wo kommt der her? Und ich habe mein Thema so genannt, der Heilja Jeist kam an Pinjstdach, dort ist, wo das Tag herkommt. Jesus hat die Jünger versprochen, er würde einen Treustag schicken, ein anderer Treustag sein im Himmel fuhr. Und an Pinjstdach wieder so weit. Dann geht er seinen Geist aus. War die Erstens, war die Juden und dann Luther auch war die Herden. Und mir ankert dort an verschiedene Punkte von der ein bisschen zu betrachten. Erstens, wo kam der Geist ab die Juden und wo kam der ab die Herden? Und dann war ich noch verschiedene, dort ein paar Punkte teilen. Ein Geist der Wahrheit, ein Geist der Leben gibt, nicht mehr Sklaven oder Kinder,
ein Jeist von Leib, ein Jeist der Herrlichkeit. So, wenn wir dort ein klein bisschen einsaten, wer ist das Geist und wo wir in Check Gott den. Und ich glaube, ich kann von dir aus sehr, sehr dankbar sein, dass das Geist du hast, dass wir keine Gemeinschaft haben durch diesen Jeist und dass wir können Gott dienen. Wenn ohne diesen Geist, dann wird es sehr schwierig sein. Ich freue mich von dir, dass du hast. Ja, wir haben mal eine Apostelgeschichte drin, aber du mal was Versen betrachten. Apostelgeschichte 2, du Vers 1, bei der Feuer. Du sagst, es ist das. Aus dem Pinjstdach dann kjemt, wären sie alle auf eine Stelle taub. Und plötzlich hielten sie so aus ein Sturm, ein rügendes Geluid vom Himmel, so dass am ganzen Haus die hören wir, wo sie saßen. Dann sagen sie auf einmal Zungen aus von 4, und die sahen sich ab jeden einen von ihnen. Sie waren alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fangen an andere Sprachen zu reden, nur noch aus der Geist am dort möglich macht. Sind wir das Tag gekommen, und was Jesus versprochen hat, er wurde in anderen Tröster schicken, und damit wir der Heilige Geist gemeint. Nu wir das Tag gekommen, hier werden die Gänger taub, und ein Gebiet, und mit eins hier sind Gelüts, so aus einem rügender Sturm, sagt er, das Jäfen Gelüts an das Gebiet. Und dann sagen sie so was aus Tongue. Wir wissen, dass Jesus hat gesagt, sie sollen am Pordel mit den Heiligen Geisten, mit viel getauft worden, sondern wir hier ein Symbol aus 4 Flammen, und die sahen sich an jeden ein. Und dort wir das Symbol, was Jesus gesagt hat, wird passieren. Und dass sie können weiten, das ist nu der Tag. Das ist nu durch, was uns versprochen ist. Und dann wird mir hier in dem 4. Vers sehr interessant ist, dass sie kurz an andere Sprachen reden, so ist der Geist dort möglich macht. So das Geist, der hat dus eine Kraft dahinter. Und das Geist, der merkt uns die Dinge offenbar. Wenn wir das Geist nicht haben, dann ist uns viele Dinge, die sind uns dann ein Geheim. Die können wir euch verstehen. Especially wenn wir denken an das Wort Gottes, können wir das sehr schwer verstehen, was sagt das Vers oder was will das Vers sein, wenn es sowieso durch some Versen sein, was vielleicht schwerer danach zu verstehen sein als andere. Aber das Geist, der offenbart uns, was will Gott von uns und wo soll wir wandeln. Und hier so, ich sehe ich will das in einteilen, hier so kommt der Geist ab die Juden, hier weit wir, hier wären die Jünger, das wären Juden, und hier so kommt der Geist ab die Juden. Und wo kommt das dann, dass der Geist von der ab alle Völker ist? Wir wissen, dass Jesus hat gesagt, Gott hat gesagt in seinem Wort, das Wort Gottes soll angefangen zu predigen, das soll sich offenbar werden in Jerusalem, und dann soll Judäa und Samaria und so weiter, aber an der ganzen Welt soll sich das verspreiten. So, das soll hier so anfangen. Und wir wissen, dass bei viele Juden von der Tag Hand das gleich angenommen. Aber du werden danach, so ist die Jünger danach viel mehr, die nehmen das an. Wir wissen, dass wenn wir diesen Kapitel würden ganz stark lesen, du so fängt Petrus an zu predigen, und dann hat er seine Predigt durch, und dann über dem mit 1 waren 3000 sich einig. Sie wollen sich taufen lassen und sie wollen diesen Jesus nur folgen. So du wirst all eine große Herd, wo du dann all zum Glauben kommst. Aber hier werden danach mal bloß Juden mit an. So hier wird das Geist wird dann hier nicht noch mal hastig bloß ab die Juden utgegoten können so sein. Aber mir ist es interessant, wenn wir Kapitel 10 in Apostelgeschichte durch so lesen dann, Kapitel 10, durch Vers 44 bis 48 der Versen lesen,
Aber wenn wir das ganze Kapitel lesen und hier so diese ganze Begebenheit betrachten, dass wir die Begebenheit, wo Cornelius, wie einer von den Völkern, das sage ich nicht von Wort von der Rossmenschen, war das, ich bin es nicht klar, aber wir nicht ein Jüd, aber wir ein gottesfurchtbarer Mann, sagt uns dort. Und bet, und dann mit einst Gott durch ein großes Wunder. Dann gab Cornelius eine Vision, dass soll Mana nur Petrus schicken und Petrus holen lassen. So, und das ist, was deed. Und Petrus, weet we, ook eine Vision, und kriegt so, dass wird Mana kommen, und soll mit gehen. So, und durch das passieren deed, ging der op und war der Heilja Jeist von den Juden nur die Völker gedreht, können wir sagen. Hier so Vers 44, bis 48, der Jahr mit zu lesen. Du sagst dort, aus Petrus, vielleicht soll ich 43 auch lesen, und dann weit wir mit von wo Petrus hier geredet hat. Hinter diesen stehen alle Propheten mit ihre Zeugnis, dort wer einmal an läuft, wird durch seinen Namen Sinnenvergebung kriegen. So hier weit wenn das falsch, das wir Petrus seine Predigt, dort eine Sinnenvergebung wird sein. Dort wir von den Propheten all einmal geprophezeit worden, wer an dessen Jesus glauben wird, der wird Sinnenvergebung kriegen. Und dann, der 44. Vers sagt, als Petrus diese Wieden nach red, fall der Heilja Jeist über die dort wird Hirden. So, als Petrus hier nach reden, dann fall der Heilja Jeist über die dort wird Hirden. In de Judenchristen, die mit Petrus taub gekommen wären, wunderten sich durch ihn, dass der Heilja Jeist auch über die Nicht-Juden uitgegoten wird. So, das wird ernten abfallend. Das hatten sie nicht gewusst, dass das passieren wird. Die Juden hatten das zu holen, dass das Jesus und das Heilja Jeist, der wir verehrt gekommen. Und hier so, durch dort Petrus und Cornelius Gott gehorsam wären an ihre Vision, was sie gesehen hatten, dadurch erfällt sich dort Port von der Schrift, dort sagt, erstens an Jerusalem, Judäa und Samaria und dann an der ganzen Welt. Und das wird hier anfangen. Erstens, das ich hier schon gesagt, fängt das bei den Juden an, sie kriegen den Heiligen Geist und dann durch das, durch Petrus, die Predigt, nur die Völker, und dann kriegen sie auch den Heiligen Geist. Wir können sagen, das wird von der Ort nach dem Tag sein, wo wir als Herden feiern können. Aber wir wissen gleich, wann Tag das passiert ist. Das wird wahrscheinlich nicht sein, an den Pinjstdach passiert, dort kriegt diese Begebenheit durch wir. Aber der Geist war das erste an den Pinjstdach uitgegangen. Ab die Jünger. So, und dann, wenn wir hier wieder lesen, hier sagt er, will sei Hirden, die an andere Sprachen reden und Gott loben, dann seht Petrus. Als das geschehen, dass diese Völker, Cornelius und seine Familie, auch an andere Sprachen reden und Gott preisen und Gott loben, dann weiß Petrus hier, wie was passiert. Und dann wieder sagt er, kann irgendwer dort Wutter verbeiden, dort diese nicht sollen getauft werden, die den Heiligen Geist gerade so gut gekriegt haben als wir. So hier ging Petrus die Augen auf. Nu wird der Heilige Geist auch auf die Völker gekommen, das hat er gesehen, wir hier mit bewaßt, und wo wir sollen diese dann nu nicht auch zu Gott seine Kinder gemerkt worden, oder zu Gott seine Kinder geteilt worden. Er kann hier sein, Gott hat noch mehr einen Plan als bloß mit den Juden. Und er befiehlt an Jesus seinen Namen zu taufen, dann frühen sie an, nach ein paar Tagen bei an zu bleiben. So, diese Familie hier, Cornelius und seine Menschen, die hat Petrus nicht befohlen, sie sollen sich an Jesus seinen Namen auch taufen lassen. Und dann
En dan vroegen ze aan als hij er nog wel een paar dagen blijven. Ik merk me zo'n beeld, ze waren nog niet genoeg klaarheid gehad haben. Ze waren han wilt han Petrus zullen nog meer van deze boodschap mitteilen. Meer van deze Jezus, dat zij dit ganze beeld daar laat opkrijgen. Dat zij dit hastig daar laat opkrijgen. We weten dat Paulus, hij bekeert zich met eens heen wees en du zag hij een licht en dan weer hij voor 3 dagen blind. En dan weer du ook waar een visioen en dessen Hananias du an der Stadt und Gott sagte den, go daar nu ja een huis en dus een man die beet dus Paulus die beet die weer blind geworden met dit licht wat hij gezien had. En dan kwam Hananias doorheen en dan valt Gott zijn roep en leert hem de hang ab en dan zegt ons het woord in de Apostelgeschichte 9, du zegt ons dat dan vallen Paulus zo wat als scheipen van de uwen en hij wordt geveld van een Heilja Jeist. So hij wordt geveld van een Heilja Jeist, daar is dood. Aber wat mij hier interessant is, dat Paulus, die kwam hier in Apostelgeschichte 9 van vers 2 bij vers 7, hier kwam hij naar Ephesus. En met deze vrouw, wat hij hier ontvangt, dat hij zegt hier, en vroeg aan, kreeg je den Heiligen Geist, als je zum Glauben kwam? Zij zeiden, nee, we hebben nog niemals gehoord dat du een Heiliger Geist is. So ik dacht er even nu, zoals Paulus hier ontvangt, en dan vraagt hij, kreeg je den Heiligen Geist, als je zum Glauben kwam? En dat is een vrouw, wat we van der einfach vrouwen maken en kennen, en we kennen ons als vrouwen, heb ik diesen Heiligen Geist gekregen. Kan ik zeugen van dat, wat des Heilige Geist in mijn leven gedaan heeft. In deze wereld hier ganz anders, ze zeggen, we hebben van dit nog niemals gehoord. En ik weet dat wel veel mensen in de wereld van dit nog niet gehoord, dat du een Heilige Geist is en dat we den moeten hebben. Des Heilige Geist, we kunnen niet ohne des Heilige Geist in Gottes Furcht het leven führen. Wenn des Geist, der leidt uns an diese Dinge aan. Der geeft ons Kraft. Der geeft ons de Leib. Du wou Luther noch abkommen, weil des Geist an uns schaffen dat. So ohne des Geist können wir nicht Gott seine Kinder sein. Ich habe es einmal so genannt, als wenn wir den Geist auch wel eine Person daran denken, en de Mensch, der hat eine Säule, so des Geist, der muss von Himmel kommen, diese Säule raden. So, von unseren Eltern, als wir geboren sind, da haben wir diesen Geist nicht automatically mitgekriegt. Du musst lauter was passieren in uns Leben, dass wir Sinnenvergebung kriegen und dass wir diesen Geist uns annehmen können, dass das Geist, dass Gott uns den schenkt. Kriegt es da die Geschichte, die ich da hatte von Cornelius. Er wie ein Gottesfurchter Mann und er bet und dann mit eins auf dem Bord Gott sich. Und dann mit eins sagt Gott, diese Dinge sollst du tun und dann wird diese Dinge passieren und dadurch können sie mit eins zum Glauben kommen und dadurch kriegen sie den Heiligen Geist. Und das wird von der mit uns passiert. Wenn wir uns nicht sicher sind und wir weiten nicht, oder wir haben vielleicht von diesem Heiligen Geist noch nicht gehört, dann ist es Zeit, dass wir in Gebet gehen, das Cornelius steht. Er ging in Bett und er weiß nicht, was Gott von ihm verlangt. Und dann mit uns, dann kommt Petrus in Offenbarung, das wird Gottes in Predigt und diese Vergebung von diesem Jesus. Und als sie dort mit uns klar kriegen, dann schenkt Gott den Heiligen Geist. Hier wieder sagt er, dann seht heute an, worab wart je dann getauft? Sie sehen, ab Johannes seine Taufe. Paulus sagt, Johannes seine Taufe wie eine Deuten durab, dass sie amkehren sollen. Damit sagt heute diese Menschen, dass sie an den bleiben sollen, die nur ankommen wird, dass es an Jesus Christus. Als sie das hielten, leiten sie sich an den Herrn Jesus sie Namen taufen. Und als Paulus
an de heng abgelegt hat, kriegen sie den Heiligen Geist über an. Und sie reden in Tungen und prophezeien. Sie wären alles taub 12 Männer. So, als das ist alles passiert wird, dass Paulus das hier hat erklärt, hat die Botschaft gebracht, hat diese Frau gestellt und sie wären ganz anders dabei und sie sagen, nee, wir haben von das noch nie nicht gehört. Und dann sagt Paulus und lehrt die Hänge ab und betet mit ihren Taub und dann kriegen sie den Heiligen Geist. Dort ist, wo der Heilige Geist du wieder schaffen kann. Diese Begebenheit, die will ich durchwehen anführen, als dass wir sagen können, dass der Heilige Geist, der Wort einmal, Gott braucht Menschen, um den wiederdrehen, um diese Botschaft wiederdrehen und dann kann er den Geist geben. So, wenn du nicht Menschen sind, die die Botschaft wiederdrehen, dann bleibt der Geist aus. So, das ist wichtig, dass wir diese Botschaft wiederdrehen dann. Gott sagt, er würde den Geist über die ganze Welt geben. Und er tut auch. Aber vielmals, wenn wir uns so ein Bild merken, der Geist wird über die Welt ausgegoten, aber auf vielen Städten, du schälst das nach Gott an. Wenn du das Wort Gottes nach Gott gepredigt. Diese Menschen, als das nach Gott geopenbart worden, dass du in Jesus essen, dass du in Jesus essen, dass du Sinnenvergebung hast. Und das ist, was Paulus hier fragt, wo wären früher diese Frau? Können er dort sein an diese Menschen? Dass die nicht den Jesus gekriegt haben? Ist was er gemacht hat, hier wird noch was nicht ganz voll ab. Wenn das sagt hier, da fragt so, als sie zum Glauben kommen. Sie wären all zum Glauben gekommen, sie hatten Glauben an diese Geschichte all, aber entweder nach Gott klar. Und dann sagt Paulus, die machen den Heiligen Geist haben. Das ist, was er schafft. Da braucht ein Heiliger Geist. Da braucht somewhere, wer uns leiden wird an diese Dinge. Kann wie von der dort unterscheiden, aus einer Person den Heiligen Geist hat oder nicht. Ich glaube, das ist sehr klar zu unterscheiden, vielmals, aus einer Person sich leiden von den Heiligen Geist, oder aus der sich leiden von seinem Fleisch und von seiner Last. So, das ist wichtig, dass wir uns leiden von diesen Geist, was Gott ausgegoten hat, uns halten, uns trösten und uns an schwere Tiden und wo immer wir können sein, uns durchleiten. Und dass wir wem haben, wer uns mit durchhält, kann wir durch durchkommen. Und das, wo Gott das so wunderschön gemerkt hat mit diesem Heiligen Geist, dass er uns ermunt, wenn wir auch getan haben, und dass er uns hilft, die Dinge zurechtzustellen. Der hilft uns, die Dinge, wo immer wir sind, zurechtzustellen und dass wir vorwärts kommen. Nu wollen wir noch mit kijken, der Heilige Geist ist Wort. Das habe ich schon gesagt. Ein Geist der Wahrheit. Dort wollen wir uns Johannes 14 ein Vers lesen. Johannes 14, Vers 17. Ich will von Vers 15 anfangen. Das sagt so. Wer mir Gott ist, wird meine Geboten holen. Und ich war den Vaterfrauen, und die wird jünd einen anderen Tröster geben, der ewig begünnt bleiben wird. Sie, das habe ich schon gesagt, er wird uns einen Tröster schenken. Und hier sagt er, der wird ewig bei uns bleiben. Das ist nicht bloß ein Geist, was uns hier in Stolz lädt, aber wenn wir treu und sie am Gott sind und seine Geboten halten, sagt er hier in diesem 15. Vers, dann wird er ewig bei uns bleiben. Und dann wird er uns nicht bloß durch das Leben leiden, aber dann auch nach einer Ewigkeit. Dort ist der Schlüssel zu der Ewigkeit für uns, können wir so sagen. Dann der 17. Vers sagt, dort ist der Jesus, der Wahrheit ist. Den die Welt nicht kriegen kann. So die Welt kriegt diesen Jesus durch. Den die Welt nicht kriegen kann, weil es den nicht sieht und auch nicht kennt. Je aber kann den, weil es die wohnt an jünd. Und wird mit jünd sein. Sie die wohnt an uns. Das Jesus, der hat eine Wohnung.
Wir weten dat an 1. Korinther 4, und du redet von, ons Körper als der Tempel von diesem Jeist. So Gott hat uns einen Körper gegeben, aber wo dass du was hast, wo das Geist kann wohnen. So das ist wichtig, dass wir unseren Körper so abführen und dass wir unseren Körper luten brücken für diesen Geist. Weil dort ist das Wort Gott uns gemerkt hat, dass das Geist kann in uns leben. Und das sagt hier in 17. Vers, dass ein Geist, der Wahrheit ist. So der wird uns nicht verlegen, aber der wird uns nicht mit eins wo anladen, wo wir nicht sollen sein. Wenn wir diesen Geist gehorsam sind, dann wird er uns immer halten. Der wird uns nicht wo eine Distanz anladen. Vielleicht wollen wir den einzigen Mal nicht ganz korrekt verstehen können, da braucht einzigen Mal ein bisschen Zeit, dass wir mal korrekt können utfinden, was ist dort. Aber hiermit werden wir doch einsagen, dass du sind zwei Wege. Du hast das Fleisch, das uns wohin rieten will, und dann hast du aber den Geist, der will uns das wohin rieten. So, das hat Gott so gemerkt, dass wir das Fleisch kann aufsehen und in den Geist Gottes die Ehe geben, in den folgen. Und du werden wir uns an Römer 8 Wort Versen lesen. Römer 8, hier Vers 1 bis 4, erstmal. Ein Geist, der Leben gibt. Hier ist in Römer 8, das Kapitel hier, gleich würde ich den ganzen lesen, aber ich war nicht, wenn das dir zu lang, aber ich würde Ihnen merken, dass ihr das Kapitel studieren würden. Hier ist viel Band in das Kapitel, wer es schafft und wer nicht schafft. So das Kapitel ist sehr wichtig, gerade an der Port. Aber ich will hier verschiedene Punkte aus das Kapitel reinnehmen. Dann ist nu nicht mehr zu verdammen an die an Christus sind. Die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Geist verlangt. So du ist nicht zu verdammen an ein Wort so leben, das als Christus. Was an Christus ist. Und dann nur den Geist nur leben, das. Nicht nur sein Fleisch nur. Mein Fleisch wird mir wollen, wo handrieten, wo ich nicht will sagen, wo Gott mich nicht will. Aber der Geist wird mir wo handrieten, wo Gott mich will. Und wenn ich mir will Kontrollen von den Geist, in den Gehorsam sein, in den wo herangehen, dann wo ich immer nur dran wo Gott kommen, immer da durchkommen, wo Gott mich will. So, das ist wichtig, dass wir dort einteilen, wann lädt ich mich von meinem Fleisch wohin rieten, oder wann lädt der Geist mich wohin. Der zweite Vers. Der Geist, der Christus Jesus Leben gibt, hat mich durch sein Gesetz von der Sinn, den Tod sein Gesetz frei gemacht. So, der hat das Geist, der durch Christus Leben gibt, der hat uns von der Sinn der Gesetz frei gemacht. So, dass wir nicht mehr dürfen an der Sinn leben, wir können nur an diesen Geist Gottes leben. Wir können nur den nur folgen und wir können nur den herangehen und der wird uns wohin leiten, wo wir von dem Fleisch erwählen, wollen wach bleiben. Was das Gesetz nicht tun kann, weil es dort durch das Fleisch geschwagt wird. Das Gott, er schenkt seinen Sinn an Menschengestalt als ein Opfer für den Sinn und verdammt den Sinn am Fleisch. So der Sinn am Fleisch ist verdammt. Das ist so wach, wenn wir diesen Geist Gottes Hand gekriegt und Gott hat den Sinn am Fleisch verdammt. Und so ich auch sehe, und dann können wir in Gottes fertiges Leben führen, wenn wir das Geist haben und wir folgen den nur. Wir gehen den heran, dann wollen wir dort einteilen. Und dann ist du nicht mehr zu verdammen, was der erste Vers sagt. Dann ist an diese Person nicht zu verdammen, weil der ist an Christus und der ist an Gott. Wieder sagte der vierte Vers, dort es an uns kann vorgebracht werden, was das Gesetz verlangt, da wir nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Geist das verlangt. So durch das kann das vorgebracht werden.
dass der Geist kam und der wird uitgegoten und der wohnt an uns. Dass dort kann das vorgebracht werden, was das Gesetz verlangt, und was das Fleisch, ich will noch einmal lesen, dass wir nicht so leben als das Fleisch, dass wir nicht darin so leben, als das Fleisch dort verlangt, aber so als der Jeist dort verlangt. Das sind Eigenschaften, was der Jeist und mir in die tun wird. Der 5. Vers und 6. Vers, die sagen, die nicht fleischlich sind, die nach fleischlich sind, beschäftigen sich mit dort zum Fleisch gehört. Aber die dem Geist haben, mit Dingen, die vom Geist kommen. Wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt, für den meint dort der Tod, wer aber dem Geist hat, meint dort Leben. So wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt, für den meint dort der Tod. Und das meint nicht bloß das Tod, was wir hier in uns leben wollen, ein Tag, wo wir tot sind und dann sind wir tot. Das meint der ewige Tod, der Verdammnis. Wer nicht den Geist hat, der wird den ewigen Tod sterben. Und wer diesen Geist hat, der wird das ewige Leben leben. Nur das Leben, dann wird das wirkliche Leben anfangen. Aber das ist bloß möglich durch den Geist. Wenn wir diesen Christus haben angenommen und wir haben die Sinnenvergebung gekriegt und wir haben den Geist empfangen, so ist es in der Apostelgeschichte sagt, so ist der Geist ausgegoten wird, so haben wir den Geist empfangen. Dann wird das ewige Leben durchkommen. Und dann, wo wir nicht an diese ewige Verdammnis gehen. Das Geist wird uns raten davon. Das Geist ist uns Rader, der wird uns durchführt durch. Jesus ist uns Rader, aber er sagt, ich will von meinem Geist schauen. Und von dem Geist wird Gott, wird am vom Tod abgewagt hat, sodass wir Gott sein Geist, wird er uns schauen. Und den Geist hat er uns geschickt, und den Geist wohnt von der an mir und die, und der Geist wird uns durchführen. Nicht mal als Glauben über Kenia, dort war ich von Vers 12 wieder durch. Vers 12, du sagst dort, Brüder, dann ist das nu so. Schuldner sind wir, aber nicht am Fleisch. Dort wir nur leben machen. So wir dürfen nicht nur leben, als das Fleisch verlangt. Wir können nur leben, als der Geist dort verlangt. Wenn je so leben, als das Fleisch verlangt, muss je sterben. Aber wenn je durch den Geist dort sämtliche Angehen tot gemerkt, wenn je durch den Geist dort sämtliche Angehen tot merken, wo je leben. So durch den Geist kann wir das sämtliche an uns tot merken. Dort kann wir aufsterben, können wir so sagen, von uns Leben. Wir können dort rausschaffen. Und dann meint das Leben. Wenn wir dort schauen könnten, dort stehen, dann meint das Leben. Die von Gott seinen Geist gelehrt wurden, sind Gott seine Kinder. So die, die von Gott seinen Geist gelehrt wurden, sind Gott seine Kinder. Und dann sagen wir Jesus ähnlich. Wenn Jesus wie der Sohn Gottes, und dann sagt er hier, wenn wir wurden von den Geist gelehrt wurden, dann sagen wir auch Kinder. Dann sagen wir seine Kinder. So dann sagen wir, in welcher Hinsichten haben wir können sagen, wir sind Brüder zu Jesus Christus. Und wir wissen, wo es heißt von der, heißt am Himmel, bei der rechten Hand Gottes. So dann, wo wir durchkommen, wenn wir uns wollen lernen von des Jesus. Die haben nicht einen Glauben Jesus gekriegt, dort fürchten machen. Die haben einen Jesus gekriegt, durch den Gott annimmt, aus seine Kinder. Und die anrauben aus Führer, Leiber, Führer. Wir haben nicht ein Jesus gekriegt, was uns merkt, an Furcht zu leben. Da haben wir uns frei gemerkt von dort. Und die haben einen Jesus gekriegt, durch den Gott annimmt aus seinen Kindern. Dann kann wir sagen, wenn wir das Geist haben, dann kann wir sagen, wir sind Gott seine Kinder. Dann erst du, so ist der erste Vers, du hast nichts mehr zu verdammen.
Und der Geist selbst gibt uns das Zeugnis, dass wir Gott seine Kinder sind. So der Geist selbst gibt uns das Zeugnis. Wenn der Geist sagt, du bist Gott sein Kind, dann bist du Gott sein Kind. Dann kann uns das keiner wegnehmen. Dann darf ich Gott über Zweifeln bin. Der Geist Gottes selbst hat uns Zeugnis gegeben davon. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Gott seine Orven. Und Christus seine Mitorven. So Christus hat den Himmel geerven und dann sind wir seine Mitorven. Damit kommen wir auch an diese Erbschaft an. Wir wollten dort ein Kind von einer anderen Familie, das haben Gott von dieser Familie erben wollen, das teilt sich durch ihn ein. Aber nu mit das, dass wir Kinder sind, nu sind wir von derselben Familie, wo Christus von ist, nu wollen wir mit einem Taub erben. Nu wird er dort aufgehört, was er hat mit uns Taub teilen. Wollen wir uns lernen von diesem Geist. Sind wir bei Kinder, dann sind wir Gott seine Orven, in Christus seine Mitorven. Dort ist, wenn wir mit einem Taub leben, dort wir auch mit einem Taub verherrlicht worden. So dann wollen wir mit einem Taub an diese Herrlichkeit sein. Mit einem Taub wollen wir verherrlicht worden. Ein Geist von Leuwe. Du hast mir ein Vers zu lesen, 2. Timotheus 1, Vers 7. Das ist ein Geist von Leuwe. 2. Timotheus 1, Vers 7, da sagt es so, Wils Gott gibt uns nicht einen Geist, der uns furchtsam macht, aber einen Geist von Leib und Kraft, und dort wir uns selbst beherrschen können. So Gott gibt uns nicht wahr hier, so der Titel sagt, nicht einen Geist, der uns furchtsam macht, ein Geist von Leib und Kraft. So du hast eine Kraft dahinter. Wir wollen kein Nee sein zu some Dingen. Wir wollen kein mit uns sagen, das ist, was mein Fleisch will, aber das ist nicht, was der Geist will, so dann tue ich das Ding nicht. Die Kraft wird er uns geben, und das ist dort, was er uns durch uns Leben immer wahrer halten. Und immer wahrer, dort braucht, dass wir uns leiden lassen. Dort braucht, dass wir diesen Geist gehorsam sind. Und dass wir das in einteilen, wohnt es, was mir bejankert, und wohnt es wirklich eine Lehrung von Jesus. In der Jesus von Leib, dann wollen wir mit uns Leib haben, vielleicht für die nächste Person. Vielleicht eine Person, die ich nie nicht gegleicht habe, mit uns, wo ich den noch kann gleichen. Mit uns, wo ich den kann annehmen, so ist der ist. Als der Fehler hat oder nicht, aber dann hast du mit uns Leib an diese Person. Diese Person ist verändert worden. Der alle Jesus, was der von Geburt an gekriegt hat, der hat muss aufsterben. Nu hast du nie Jesus von Leib und Kraft an diese Person. Und er lässt sich leiden von diesen Jesus. Und dort, wo wir du dann mit uns so ein großer Unterschied hast, von Tag und Nacht mit einer Person. Mit uns ist die Person so ganz anders. Und dort ist wo wir, because das ist eine Eigenschaft von den Heiligen Jesus. Das ist ein Part, was das Jesus an der Person schaffen wird. Dass die Person kann Leib haben und die kann Kraft haben, je in der Welt zu stehen. Du hast eine Kraft dahinter. Ein Jesus der Herrlichkeit. Du ja, mein Vers zu lesen, 1. Petrus 4, Vers 14. 1. Petrus 4, 14. Want zij doorween evangelium schallen dat die Christen zijn. Dat is verjunt een Segen. Wils dat meint, dat God zijn Geist uit de Herrlichkeit evangelium rühren wird. So wenn die Menschen über uns schallen doen, wat wir Christen sind, dass wir Jesus angenommen haben, dass wir niemand eins anders sind, dort soll ein Segen sein. Dort sagt Gott, das ist ein Segen für uns. Wir sollen das nicht so annehmen als Samwerrand an Stuhl, wir sollen das annehmen als ein Segen, because dort ist ein von denen, was uns dort sicher merkt, dass das Geist Gottes an uns leben wird. Dort, wo wir in der Welt uns damit eins nicht was gleichen kann.
Der wird uns vielleicht mit uns da nicht lieben können. Der wird sagen, ja, Menschen, so geschoten, der ist anders geworden. Der ist auch anders geworden, wenn das nicht ein anderer Geist wird an dem Mensch regieren wird. Aber das soll ein Trost sein für uns. Das ist ein Segen. Gott hat einen Segen da abgegeben, wenn er sagt, dann du mit weit wie. Dort der Geist, dort Gott sein Geist, uit der Herrlichkeit, jünt rüht. Gott sein Geist, uit der Herrlichkeit, uit den Himmel. Da rüht diese Person. Und dort bestätigt dort, wenn die Welt die Person mit eins verdammt. Dort bestätigt dort, diese Person, der hat den Geist Gottes. Und das sagt, wenn die Christen sind und die Menschen durchwehen, jünt schulden. Dort soll uns ein Trost sein. Und dort soll uns ein Segen geben. Und dann kann wir sagen, dass abrechtig, dass ich diesen Geist habe. In Jahr, was die Person tun, wen das, dass ich ein Christ bin. Dort sage ich mir ein ganz klares Bild, dass das abrechtig ist, dass das Geist an mir leben wird. Und das Geist mich verändert hat. Ich frage noch eine Hauptnein-Karte gebeten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für das, wir waren kennen, uns Versammlung an der Kirche. Wir danken dir, dass wir können hier war taub kommen, alle taub in Gemeinschaft haben. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir ganz besonders für deinen Geist, dass er all diese Eigenschaften an sich hat und noch viel mehr. Und wir danken dir, dass wir dein Wort darum betrachten und dass wir das so viel utfängen und dass wir das so viel Trost fängen. Herr, wir danken dir für das Tag, dass du uns den noch wahre hast erleben. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast und was du wieder noch für uns tun wirst. Wir beten für die Versammlung und für wer immer uns hört von dir. Machst du in jedem einen dich bei sein mit deinem Geist, in jedem einen segnen, dass jeder einer wird kann diesen Geist erfahren und dass er wird kann die annehmen und die nachfolgen. Und ich bete, dass du wirst mit Kranken und Einsamen sein. Und ich freue mich, dass du wirst wieder durch das Tag mit uns alle sein und uns dich bei sein. Das beten wir in den heiligen Namen, Herr Jesus. Amen. Nummer 217. Nummer 217. Dem Heiligen Geiste, der gnädig dich tragt und sich am Gewissen bezeuget mit Kraft, dem sollst du nicht länger, o Mensch, widerstehen. Versäumst du die Gnade, es um dich geschehen. Und bist du bekehret von Sünde und Tod, zu Jesu dem Heiland und Retter in Not, so werde voll Geistes, betrübe ihn nicht.
Graag een Abstimmen für den Segen. Mag Gott seine Gnade und Jesus Christus sein Frieden und die Gemeinschaft von den Heiligen Geist mal ans alle sein. Und mag Gott ihn segnen wieder durch das Tag und in ihr ganzes Leben. Amen.